Hi und willkommen auf Lecker im Landhaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe kleine Fladenbrote gebacken, die sind super luftig und ganz fluffig. Lecker sind sie auch noch. Falls ihr die nachbacken möchtet, los geht's. Für den Teig benötigt man 250 ml lauwarmes Wasser, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 300 Gramm Mehl T405 und nochmal 50 Gramm Mehl als Reserve, ein halbes Päckchen Trockenhefe und 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Als erstes den Zucker und die Trockenhefe in Wasser auflösen, dann das Mehl sieben und alles zu einem Teig verkneten und bei Bedarf noch das Reservemehl dazugeben. Ich habe zum Beispiel das ganze Mehl verbraucht, also insgesamt 350 Gramm und die Menge hängt vom Mehl ab, je nachdem welche Marke das ist. Ganz zum Schluss noch das Salz unterkneten und dann das Öl und dann lässt man den Teig eine Stunde gehen. Ich habe meinen Teig 1,5 Stunden gehen lassen. Er muss noch ein bisschen kleben, bitte kein zusätzliches Mehl verwenden, also maximal 350 Gramm. Den Teig dann auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche in 3 Stücke teilen, das ist nicht so ganz einfach, er klebt noch ein bisschen und auf ein Backblech legen, die Teigstücke bitte nicht nochmal durchkneten und das Backblech vorab mit Backpapier auslegen und mit etwas Paniermehl bestreuen und die Teigstücke dann nochmal eine Viertelstunde bis 20 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit ein Eigelb und 1 Esslöffel Joghurt oder Creme fraiche oder Schmand vermischen und die Mischung über die Teigstücke geben und jedes Teigstück dann zu einem Mini-Fladenbrot formen. Wie genau ich das mache, ist ganz gut im Video zu sehen. Die Fladenbrote dann mit etwas Sesam und Schwarzkümmel bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 250 Grad Ober- und Unterhitze oder 230 Grad Umluft ca. 12 bis 15 Minuten backen. Die Backzeit hängt wie immer vom Backofen ab. Meine waren ganz genau 12 Minuten im Backofen, also guckt zwischendurch mal rein. Und ich habe sie mit Umluft gebacken. Nach dem Backen decke ich die immer mit einem Geschirrtuch ab und lasse sie ungefähr 10 Minuten ruhen. Und das Beste kommt zum Schluss. Hier könnt ihr nochmal ganz genau sehen, wie wunderbar fluffig die geworden sind. Die sind einfach mega gut und super lecker. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben!